Kosmologie versucht zu erklären, wie unser Universum als Ganzes funktioniert. Und wir verstehen inzwischen, dass da eine Art Ringkampf der großen Naturkräfte stattfindet. Die Gravitation, die alles zusammenhält, und eine Kraft, wir nennen sie dunkle Energie, die dem entgegenwirkt und das Universum auseinandertreibt. Und zu verstehen, was die sind, was die mit der Zeit machen, wie die sich entwickeln, das ist die Hauptaufgabe der Kosmologie heute. Und die Kosmologie befindet sich tatsächlich in einer Art Sackgasse. Wir brauchen diese dunkle Energie, um zu erklären, wie das Universum sich entwickelt. Und wir brauchen außerdem als Gegenkraft eine dunkle Materie, die die Gravitation, die meiste Gravitation im Universum macht. Und wir wissen aber überhaupt nicht, was das ist. Wir wissen nur, dass es existieren muss aufgrund der Beobachtungen, die wir gemacht haben. Wir verstehen inzwischen, wir müssen ganz genau hingucken, um herauszufinden, was dunkle Energie ist, was dunkle Materie ist. Und deswegen sind wir in einer Ära, in der ein exponentielles Wachstum in der Astronomie stattfindet, in der Menge Daten, die wir aufnehmen. Zum Beispiel hier am Wendelstein haben wir eine Kamera vor 10 Jahren gebaut, die kann die Fläche des Vollmondes aufnehmen mit einem einzigen Bild sehr genau. Aber heute bauen wir Kameras, die sind 50 Mal so groß. Die nehmen mit einem einzigen Bild 50 Mal mehr vom Himmel auf. Dieses exponentielle Wachstum, dass unsere Bilder immer größer werden, immer genauer werden, ist natürlich eine Chance, etwas Neues zu entdecken. Aber es ist auch eine große Herausforderung, weil unsere Methoden gleichzeitig wachsen müssen. Unsere Methoden müssen schneller werden, diese Daten auszuwerten. Und unsere Methoden müssen genauer werden, diese Daten auszuwerten, damit wir wirklich sichere neue Schlüsse ziehen können aus all diesen wunderbaren Aufnahmen des Universums, die wir inzwischen machen können. Und in dieser neuen Welt der Big Data Astronomy gibt es eine Arbeitsteilung, in der die ganz großen Kameras den ganzen Himmel ablichten und wir Teleskope wie die am Wendelstein dann brauchen, um die interessantesten Objekte nachzubeobachten. Wenn etwas variiert, wenn etwas uns ganz bestimmte Indizien liefern könnte, dass wir jede Nacht gucken können, wie sieht das heute aus. Diese Datenmenge können wir nur verarbeiten mit großen Computern, aber in Wahrheit wachsen die Daten fast schneller, als unsere Computer wachsen. Denn es ist nicht nur die Kameras, die größer werden, es werden auch die Teleskope größer, es werden die Teleskope mehr. Und deswegen nehmen wir inzwischen nicht Tausende, nicht Millionen, sondern Hunderte Millionen solcher Galaxien auf. Und dann müssen wir die erstmal auswerten. Die müssen wir kategorisieren, wir müssen unsere Messungen genau verstehen. Und schon dieser Schritt, aus Hunderten Millionen von Galaxien eine Ordnung in diesen Zoo zu bringen, zu diesem Schritt verwenden wir inzwischen künstliche Intelligenz. Wir leben eben in dieser Zeit, wo wir alle 2 Jahre doppelt so viele Daten, doppelt so gute Messungen über das Universum haben. Und in einer Zeit, wo wir gleichzeitig ganz grundlegende Dinge nicht wissen. Und da ist die Hoffnung berechtigt, aber wir wissen nicht, wie realistisch, dass wir was ganz Fundamentales verstehen über die Physik. Was treibt das Universum auseinander? Was hält unsere Galaxie zusammen? Vielleicht kriegen wir zumindest Indizien, wenn nicht komplette Antworten auf diese Fragen in den nächsten Jahren mit all den wunderbaren Daten, die wir gerade sammeln.